Morgen. Heute ist der erste komplette Tag auf Helgoland. Ich bin jetzt schon gute 1,5 Stunden wach. Gefrühstückt, Kaffee in den Kopf. Jetzt wird es langsam hell. Heißt, ich mache mich fertig und werde mal ein bisschen die Insel erkunden. Heute Morgen erstmal ein bisschen auf dem Oberland unterwegs. Hier die ersten Anzeichen. Störtebeker, deutscher Pirat. Und der war mal hier zu Hause. Hier haben wir den Leuchtturm von Helgoland, der aber ursprünglich gar kein Leuchtturm war. Auf das Thema komme ich vielleicht später nochmal zu sprechen. Denn das Ding steht auch schon ein bisschen länger. Der Originale wurde im Krieg zerbombt. Und der Turm hier war früher ein Flakturm. Aber was ihr jetzt gerade gesehen habt, hier hinten im Hintergrund, ist die Nordic. Ein Hochseeschlepper. Das ist ein Riesending für einen Schlepper. Ihr kennt bestimmt diese kleinen Dinger in den Häfen. Heute mal für Kurzentschlossene. Gehst gleich rüber zur Düne. Einmal Helgoland von der anderen Seite. Und hier unten paddelt schon was rum. Ja, da unten liegt sie nun, unser größtes Raubtier, die Kegelrobbe. Die kommen einmal im Jahr hier hin, um ihre Jungen zu bekommen, und was auch gleichzeitig die Paarungszeit ist. Die sind 2 Wochen, nachdem sie ihr Jungtier gekriegt haben, schon wieder empfängnisbereit. So wie man sieht, stören die sich überhaupt nicht an einem. Hier hinten liegt auch noch eine. Wie ihr seht, die sind neugierig. Sobald die was hören, wird geguckt. Ich zeige euch jetzt hier nur ein bisschen was. Ich werde auch noch ein extra Video dazu schneiden, wo es nur Kegelrobbenaufnahmen gibt für Fans, denn ich finde die ziemlich süß. Ja, du bist neugierig. Schöne Tiere.
den Zaun hier absichtlich zu der Zeit hier aufgestellt, damit die viel zu neugierigen Menschen nicht direkt hingehen. Wenn die Tiere das von selber tun, bis zum Zaun auf keinen Fall anfassen. Allgemein sollte man das mit Wildtieren nicht machen. Dafür habt ihr eure Haustiere. Eins steht fest, Helgoland-Düne ist größer, als man von außen glaubt. Hier kann man ganz schön drauf rumlaufen. Zumindest in den Teilen, die freigegeben sind, wegen der aktuellen Robbengeburten. Da hinten habt ihr den kleinen Tower vom Flugplatz, der hier auf der Düne ist. Mit der Landebahn daneben. An- und Abreise mit dem Flugzeug funktioniert also auch. Ist aber wesentlich teurer, als das Schiff zu nehmen. Wer nach Helgoland will und es ist nicht gerade Badewannenwetter da draußen, muss allerdings so ein bisschen stabilen Magen mitbringen. Jo, 300 Kilo Straßensperre. Mit dem legst du dich nicht an. Das war die kleine Tour auf der Düne. Wir sind zurück bei dem kleinen Hafenbecken, was sie hier gebaut haben. Was gar nicht mal so klein ist, das existiert auch schon ein bisschen länger. Helgoland hat eine relativ umfangreiche und wilde Kriegsgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Und da gucke ich mal, dass ich am morgigen Tag euch vielleicht ein bisschen was zeigen kann. Ich werde jetzt gleich hier übersetzen wieder zur Hauptinsel. Da hinten seht ihr Helgoland, da oben ist der Leuchtturm. Dann geht es heute Abend oben auf die Insel im Dunkeln und ich schaue mal, ob ich euch noch ein paar Aufnahmen von dem Leuchtturm im Dunkeln zeigen kann. Geisterstunde auf Helgoland. Im Hintergrund seht ihr den Leuchtturm. Das ist der stärkste Leuchtturm der ganzen Nordseeküste mit Reichweite von 28 Seemeilen. Entspricht ungefähr 52 Kilometer. Man sieht ihn von hier bis zu den ostfriesischen Inseln bei gutem Wetter. Absolut ruhig hier im Hintergrund. Sieht man nur überall noch Lampen von Schiffen, die hier umherfahren. Wenn man nicht wüsste, dass das hier eine Hochseeinsel ist, würde man denken, man wäre irgendwo auf dem Berg und würde einfach irgendwelche Häuser, irgendwelche Dörfer sehen. Aber in Wahrheit ist hier einfach Kilometer nichts außer Wasser. Es ist ein bisschen skurrile Stimmung heute Abend oder heute Nacht hier. Wir haben fast Windstille, deswegen bin ich heute Nacht nochmal los. Ihr dürftet mich sogar mal ausnahmsweise vernünftig verstehen. Ja, einzigartiges Erlebnis. Und es ist auch was man nicht mit Videos oder so verdeutlichen kann, wo man einfach sagen muss, macht irgendwas in diese Richtung, guckt euch Sachen an. Ich gucke mal, ob ich für euch noch ein bisschen was im Dunkeln eingefangen kriege und werde damit den zweiten Tag hier draußen auf einer wirklich schönen Hochseeinsel beenden.